Ich habe heute ein Video gemacht, wie mich eine Tageszeitung, eine angesehene Tageszeitung gefragt hat, naja, du, wie meinst du das eigentlich mit das Virus jetzt mit Geopolitik, was hat denn das zu tun? Das haben sie mich in einer E-Mail gefragt und es ist immer schwierig, diese Sachverhalte, Geopolitik, dann in einer E-Mail zu beantworten oder hier Netzwerke aufzuzeigen, weil das erfordert Zeit, das erfordert Ruhe. Und gerade in so einer Krise, wie wir sie jetzt gerade haben, wo die Menschen Angst haben, gestresst sind, hat man häufig nicht einen klaren Kopf, über die Dinge nachzudenken. Aber ich möchte euch hier ein Video zeigen, welches zeigt, wie hier geopolitische Verstrickungen und Machenschaften am Werke sind. Es ist auf Englisch und ich werde es euch übersetzen, worum geht's. 2017 kam die Weltbank mit Pandemic Bonds. Das sind Wertpapiere. Und diese Wertpapiere, die Überlegung der Wertpapiere war, dass man gesagt hat, passt auf, wenn eine Krise kommen sollte, dann zahlt ihr jetzt hier ein und, weil man dann häufig nicht das Geld flüssig hat, im Falle einer Krise bekommt ihr das Geld wieder heraus. Und ihr habt sicherlich gute Zuwachsraten. Aber, ihr bekommt das Geld nicht heraus, wenn es sich um eine Corona-Pandemie handeln sollte. Das war die einzige Bedingung. Viele Investoren kauften das, die Aktien stiegen und jetzt sind sie fast nichts mehr wert. Diese Corona-Krise bewahrte die Weltbank, also für die Weltbank bedeutet das sehr viel Geld und bewahrte die Weltbank davor, dass sie Investoren was auszahlen muss. Aber schaut einmal selber hinein. Virus investors who bought pandemic bonds from the World Bank in 2017 are set to lose hundreds of millions of dollars. Here's One America's Pearson Sharp. Following the outbreak of the coronavirus, investors who bought bonds from the World Bank back in 2017 are set to lose hundreds of millions of dollars. After the last outbreak of Ebola 3 years ago, the World Bank issued what's called pandemic bonds in an effort to raise money in case of another global viral catastrophe. The funding from these bonds would then be used to help support nations suffering from the infections, whether it be Ebola or some other disease. During a crisis, it's often difficult for relief agencies to get the money they need, and so the idea was to have the money already on hand when an emergency strikes. Investors eagerly bought up the bonds, worth about $500 million, ordering more than 2 times the amount which were being offered. The bonds had a high yield rate of nearly 12% and were set to mature in July of this year. But as always, there was a catch. If another major global outbreak occurred, investors would lose all their money. The deal clearly outlines the requirements for triggering such an event, specifically mentioning that if there's an outbreak of coronavirus, payment of bonds would be suspended. The agreement states that if more than 2,500 people die across at least 8 different countries, investors will get nothing. 2 weeks ago, the bonds were worth 60% of what investors paid. Today, they're worth just 10%. Under the deal, the maximum potential payout is no more than $195 million, but critics point out that the World Bank still hasn't delivered any of that money for aid. However, the bank technically has until 84 days after the start of the outbreak to release the funds, which would be mid-April. It's not clear whether or not investors will get their money back, but the World Health Organization's declaration of a global pandemic likely saved the World Bank hundreds of millions of dollars. Pearson Sharp. Und ihr seht, diese ganzen Verstrickungen, die hier ablaufen, wir haben sie nicht auf dem Radar, denn jeder von uns ist so beschäftigt mit seinem Leben, dass er versucht, arbeiten zu gehen, die Familie zu erhalten, dass er versucht, mit seinesgleichen ein bisschen Freizeit zu genießen. Aber im Hintergrund passieren Dinge, wo man schwer argumentieren kann, du, ist das jetzt ein Zufall? Wieso schreiben die in einen Vertrag von 2017 alles inkludiert außer eine Corona-Pandemie? Wieso arbeitet die Weltbank eng mit der WHO? Wieso gibt es da Verstrickungen hin zu einem Bill Gates? Und. Glaubt mir nicht, recherchiert selber. Alles Liebe.